Hi, bei mir geht es heute um das Canon 2470 f4 LIS USM Objektiv. Ziemlich komplizierter Name, jetzt würde ich sagen, viel Spaß mit dem Review. Los geht's! Ja, ich bin da eigentlich ein sehr großer Festbrennweiten-Fan, habe mich jetzt aber trotzdem dazu entschieden, mir so ein Zoom-Objektiv zu kaufen. Der Auslöser war, dass ich ja im September diesen Auftrag in Barcelona hatte und da musste ich extrem mobil sein, wollte kein großes Stativ und so weiter mitnehmen und wollte nicht 5 verschiedene Objektive oder so mitnehmen und habe halt deshalb ein Zoom-Objektiv gesucht mit einem guten Zoom-Bereich und einem Bildstabilisator, das war mir auch sehr wichtig. In der näheren Auswahl hatte ich noch das Sony 2470 mit f4er Blende und das Tamron 2470 mit 2.8er Blende. Ich habe mich gegen das Sony entschieden, weil mir das einfach zu klein und zu leicht war. Und gegen das Tamron habe ich mich entschieden, zum einen, weil das Filtergewinde bei 82 mm liegt und ich mir dafür halt einen neuen ND-Filter hätte kaufen müssen. Und außerdem habe ich gelesen, dass der Bildstabilisator von dem Tamron-Objektiv nicht so gut für den Videomodus gemacht ist, sondern eher für den Fotomodus und dass ein Videobetrieb das vom Tamron so ein bisschen zittert. Deshalb habe ich mich für das 2470 jetzt hier von Canon entschieden. Fangen wir wie immer mit der Verarbeitung an und das Ganze ist ja ein L-Objektiv, das heißt die Verarbeitung ist extrem gut und es gilt auch für dieses Objektiv hier. Es ist sehr solide gebaut und macht einfach einen extrem hochwertigen Eindruck. Da gibt es also echt nichts zu beanstanden. Deshalb würde ich sagen, gehen wir gleich weiter zum Wichtigen, nämlich zur Bildqualität. Von der Schärfe bin ich ziemlich zufrieden mit dem Objektiv. Es ist aber nicht das allerschärfste Objektiv. Mein Valimax 35 mm Objektiv ist zum Beispiel deutlich schärfer. Das kann man bei einem Zoom-Objektiv natürlich jetzt auch nicht erwarten, aber es ist auch offenblendig schon scharf genug für Full HD und 4K Videoaufnahmen. Da gibt es also wirklich nichts zu beanstanden. Gerade für Filmer ist das Objektiv mehr als ausreichend von der Schärfe. Was mir leider negativ aufgefallen ist, ist einfach die Vignettierung. Normalerweise achte ich bei Objektiven nie auf die Vignettierung. Bei dem Objektiv ist mir aber wirklich direkt negativ aufgefallen. Die ist schon sehr, sehr stark, gerade im Weitwinkelbereich. Natürlich kann man das korrigieren per Software und so weiter, aber es wäre natürlich schöner, wenn die Vignettierung ein bisschen schwächer wäre. Wenn man so ein bisschen abblendet auf Blende 5, 6 oder sowas, verschwindet die Vignettierung einigermaßen, aber die war schon relativ krass, also das hat mich so ein bisschen gestört. Was mich beim Arbeiten auch so ein bisschen gestört hat, ist die Lichtstärke von f4. Das wusste ich natürlich schon, bevor ich mir das Objektiv gekauft habe, aber ich bin ja eher so Festbrennweiten mit 1,4er bis 1,8er Blende gewohnt und es ist schon auf jeden Fall eine andere Sache, mit so einem f4er Objektiv zu arbeiten. Gerade wenn man viel auf Events unterwegs ist wie ich, muss einem bewusst sein, dass man in vielen Situationen die ISO-Stufe schon relativ hochschrauben muss. Ist jetzt nicht so schlimm, weil ich ja eine A7S habe, bei der das kein Problem ist, aber wenn jetzt andere Leute mit einer anderen Kamera als der A7S arbeiten, muss einem einfach bewusst sein, dass man in vielen Situationen die ISO-Stufe schon relativ hochschrauben muss. Der Hauptgrund, warum ich mich für dieses Objektiv jetzt entschieden habe, war der Bildstabilisator und ich muss echt sagen, das ist echt ein Luxus, so einen Bildstabilisator zu haben. Ich hatte noch nie ein Objektiv mit Bildstabilisator, mal abgesehen von den Kit-Objektiven, die ich schon hatte, und es macht wirklich Spaß damit zu arbeiten. Ich hatte es ja wie gesagt in Barcelona mit bei meinem Auftrag und ich konnte wirklich komplett ohne Stative filmen. Ich habe da ja auch so ein Interview komplett freihand aufgenommen und das lief sehr, sehr gut. Also wenn man so eine etwas ruhigere Hand hat, kann man komplett auf Stative verzichten. Wenn man sich so ein bisschen konzentriert und sich so eine etwas komische Gangart angewöhnt, kann man damit auch fast so Steadicam-ähnliche Kamerafahrten realisieren. Also der Bildstabilisator hat mich unterm Strich extrem beeindruckt. Gut im Griff waren auch die Verzerrungen. Ich hatte ja vorher das Nikon 24 mm Objektiv mit 2.8er Blende, also diese Festbrennweite. Das hat schon deutlich mehr verzerrt als jetzt dieses Objektiv hier im Weitwinkelbereich. Also das war auch sehr, sehr gut im Griff. Ich lege ja sehr viel Wert auf Lensflares, denn ich filme ja relativ oft gegen die Sonne. Und was die Lensflares angeht, hat mich das Objektiv auf jeden Fall auch überzeugt. Zum einen waren diese Sonnensterne, die dieses Objektiv da erzeugt, sehr, sehr schön und sauber. Und zum anderen sehen Lensflares mit diesem Objektiv manchmal so ein bisschen aus, als wären sie mit so einem anamorphen Objektiv gefilmt, wovon ich auch ein großer Fan bin. Also die Lensflares von diesem Objektiv haben mich sehr überzeugt. Was mir auch immer sehr wichtig ist bei Objektiven, ist natürlich das Bokeh, also die Hintergrundunschärfe. Das muss einem einfach bewusst sein, dass bei einem Objektiv mit f4er Blende, dass da nicht so viel ist mit Hintergrundunschärfe. Man kann eigentlich nur bei 70 mm, wenn man relativ nah fokussiert, einen sehr schönen unscharfen Hintergrund erzeugen. Bei 24 bis 50 mm ist es sehr schwer, da irgendwie so einen schönen unscharfen Hintergrund zu zaubern. Das muss einem einfach bewusst sein. Ja, dann komme ich jetzt auch schon zum Fazit und die Frage, die auch im Titel steht, ist ja, ob das mein neues Immer drauf Objektiv ist. Da muss ich einfach sagen, jein, es kommt so ein bisschen auf den Einsatzzweck drauf an. Bei dokumentarischen Sachen wie zum Beispiel Events oder jetzt auch hier diese YouTube-Sachen werde ich das Objektiv wahrscheinlich fast immer benutzen. Das heißt, bei solchen Sachen ist das mein neues Immer drauf Objektiv definitiv. Gerade der Bildstabilisator macht hier extrem viel Spaß, weil man eben nicht mehr auf Stative angewiesen ist, zumindest nicht so wirklich. Bei Musikvideos oder bei anderen cinematischen Sachen würde ich aber doch eher bei meinen Festbrennweiten bleiben, einfach weil man dann auch viel mehr gestalterische Möglichkeiten mit der Hintergrundunschärfe hat. Also zusammenfassend kann ich sagen, für Leute, die eher so im dokumentarischen Bereich unterwegs sind, ist das auf jeden Fall eine Empfehlung, das Objektiv hier. Für Leute, die eher im cinematischen Bereich sind, würde ich das Objektiv nicht unbedingt empfehlen. Jetzt würde ich sagen, bis zum nächsten Video, macht's gut, ciao!